بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا وحبيبنا وقرة أعيننا سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته ومن اهتدى بهديه ليوم الدين. تركنا عن المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ثم أما بعد. ترجم ولا ما في داعي؟ كم من الحضور يفهم العربية؟ How many understand English? So we'll do English, inshallah, and then German translation. طيب. So I've been asked to speak about Islamophobia, which is the topic of our discussion today. And I call it discussion because I don't want to just speak. I want it to be more of a dialogue. Nach dem Hamd und Salam, ich denke, das, was danach kam, habt ihr alle verstanden. Wer Arabisch versteht und wer Englisch versteht, und scheinbar versteht die Mehrheit Englisch, deshalb wird der Vortrag inshallah auf Englisch sein. Und das Thema von Scheich Walead wird Islamophobie sein. Und er hat es bewusst nicht Vortrag, sondern Diskussion genannt, weil er keinen Monolog führen möchte, sondern im Gespräch mit uns dieses Thema angehen. How many people here were born in this country, in Germany? Die Frage lautete, wie viele von euch sind hier geboren? How many of you have a German passport? Wie viele haben einen deutschen Pass? He's waiting for his German passport. Er wartet noch auf seinen deutschen Ausweis. So, Islamophobia, as far as the little bit of research I've done about it, was a term that was used in the early 70s, maybe 80s, but didn't really get didn't get popularized until after the events of 9/11 or September 11th in New York. Nach dem, was ich recherchiert habe, ist der Begriff Islamophobia in den 70er Jahren entstanden, hat allerdings damals nicht so die Aufmerksamkeit gefunden bis eben nach dem 9.11. So it's what's called in Arabic kalma manhuta, or it's two parts. You have Islam and phobia. So we know what Islam is, or we hope to know what Islam is. And then phobia means a fear of. And when they say phobia, it means irrational fear of. Irrational means it's not really based upon anything that's reasonable, but people have an irrational fear. Just like when you say claustrophobia, people have an irrational fear of being inside a small, closed area. Und dieses Wort besteht aus zwei Teilen. Der erste Teil ist Islam, und wir alle wissen, was Islam, beziehungsweise wir hoffen, dass wir den Begriff Islam verstehen. Und auf der anderen Seite das Wort Phobia, was bedeutet irrationale Angst, also nicht Vernunft oder eine Angst, die nicht auf Fakten basiert, so wie Klaustrophobie, was ja bedeutet, dass man Angst hat, eine irrationale Angst, wenn man in engen Räumen ist. But to be perfectly honest with you, I don't believe in anything called Islamophobia. Um ehrlich zu sein, glaube ich nicht an Islamophobie. I don't believe that the Danish cartoon issue that happened in 2006 and the pictures that they drew were of the Prophet ﷺ. Und ich glaube nicht, dass das, was damals gezeichnet worden ist in 2006, das Bild des Propheten Muhammad ﷺ darstellt. That may shock some of you. Das mag vielleicht den einen oder anderen schocken. But I believe that if people really knew Islam, if people really knew the Prophet ﷺ, they would not fear it, but they would love it and they would love him ﷺ. Denn ich bin davon überzeugt, dass wenn die Leute wüssten oder verstehen würden, was der Islam ist und wer der Prophet Muhammad ﷺ war, dann würden sie ihn lieben. كيف والله سبحانه وتعالى قال فيه والله سبحانه وتعالى قال فيه وما أرسلناك
إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. وهو ذكر عن نفسه إنما أنا رحمة مهداة. Und er hat über sich selbst gesagt, ich bin eine recht geleitete Barmherzigkeit. Und der Vers, den Sheikh Walead gerade erwähnt hat, lautet in der ungefähren Bedeutung, und wir haben dich als nichts anderes als eine Barmherzigkeit geschickt. And even Allah subhanahu wa ta'ala says to the Prophet in the Quran, فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt auch zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nicht dich bezeichnen sie als Lügner, sondern sondern sie verleugnen die Zeichen Allahs. And even when his staunchest enemies in Quraysh, Abu Sufyan, Abu Jahl and the others that we read about in the Seerah, when they were asked about the Prophet sallallahu alaihi wasallam, هل جربتم عليه الكذب؟ قال لا ما جربنا عليه الكذب قط. Und als die Qurayshiten über den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam befragt wurden, ob sie den Propheten jemals beim Lügen erwischt haben, haben sie Nein gesagt. Right, and they called him al-Amin even before he became a prophet sallallahu alaihi wasallam. Und sie nannten ihn sogar den Vertrauenswürdigen, ja bevor er überhaupt zum Propheten auserwählt wurde. Then, what's the problem? So, was ist das Problem? I think a more accurate description of what's happening in the world today, in order to understand, have a more accurate description, we need to know a little bit of the background. Tatsächlich zu begreifen, was sich heute abspielt, müssen wir etwas über die Hintergründe erstmal wissen. Just to give you a little background about myself, I was born in New York, and my parents emigrated from Egypt, and so I also am much like you in that I have some different background, but at the same time I'm an American citizen, and born and raised in the U.S. Euch etwas über meinen Hintergrund, also über seinen Hintergrund zu erzählen. Ich bin in New York geboren, meine Eltern sind ausgewandert aus Ägypten nach Amerika. Mein Hintergrund ist so ähnlich, wenn auch ein bisschen anders wie das von euch. Ich bin in den Staaten auf die Welt gekommen, in den Staaten auch groß geworden. Can everyone in the back hear me, or should I speak louder? Louder, ne? Auf irgendwas draufsetzt, wirst du vergessen, wenn deine Stimme nicht so gut. Aber dann bin ich höher als der Sheikh, also bleibe ich lieber unten und versuche es lauter zu sagen. Okay, we try to speak a little bit louder. You be loud at least. This seems for you. No, it's okay. To sit louder. No, it's okay. So what has happened in the past 60 or 70 years since after World War II, right, that both America and Europe were involved in, is that you had a wave of immigration from the south, or what's the other side of the Mediterranean, to Europe, and also to some extent to the Americas and to Australia. So, was passiert ist, dass nach dem Weltkrieg, ungefähr nach dem Zweiten Weltkrieg, 6, 7 Jahre später, dass es eine Welle an Auswanderungen gab aus dem Süden nach Europa bzw. nach Amerika oder nach Australien. So the first wave of immigration happened after World War II, and some estimates have said that 20 million people died during World War II, most of them men, and able-bodied young men from the European countries, including Germany and France, Britain, so forth. So, diese Welle, die entstanden ist wie gesagt aus dem Süden gewesen, und historisch wird festgestellt, dass in diesen Kriegen um die 20 Millionen Menschen gestorben sind, hauptsächlich Männer. So when Europe sought to rebuild itself after the war, and some started later, Germany started a little bit later because of the partition that happened between the Allied powers, but other countries like France and Britain especially, they needed to import labor, workers, to rebuild their industries. So, was passiert war, dass die europäischen Staaten, um sich wieder aufzubauen, Menschen ins Land geholt haben. Deutschland hat etwas später angefangen aufgrund von Verträgen, die damals zwischen den Alliierten abgeschlossen worden sind. Aber das ist das, was passiert war, nämlich dass sie Leute ins Land geholt haben, um sich wieder aufzubauen.
So what happened in Europe, continental Europe as well as the United Kingdom, is that many groups of immigrants, and most of them primarily from the Muslim countries. So in the UK, you had primarily people coming from the subcontinent, which used to be England's old colonial colony. And in France, you had most people coming from North Africa, which also used to be a former French colony, and I mean Morocco and Tunisia and Algeria. Belgium also, you had, even though they weren't Belgian colonies, Belgian colony was in the Congo in Africa, but there are some immigrants from there even more recently. But at least they were French-speaking, so many of them also from North Africa came over to Belgium. And then in Germany, you had most of the immigrants coming from Turkey and some from North Africa. Und so haben sich diese Staaten die Arbeitskräfte aus den verschiedensten Ländern geholt. Frankreich zum Beispiel aus Nordafrika, Belgien hatte zwar im Kongo die Kolonie, aber sie hatten Französisch sprechen, also auch aus Nordafrika oder aus dem Subkontinent, also aus Indien und Pakistan. Also jedes Land hat sich im Grunde genommen die Arbeiter aus dem Land geholt, wo die Kolonien oder wo sie vorher ihre Kolonien auch hatten. So, as a result, you had large groups of people, and in some cases whole villages or many people from the same single village would come all at once. And then they would settle in the host European countries in cities that more or less resembled ghettos, or cities or sub-cities that were sort of isolated from the rest of the society. Und so sind große Massen in diesen Ländern gekommen. Teilweise waren es ganze Dörfer, die dann ausgewandert sind und sich dann hier in Europa oder in den jeweiligen Ländern im Grunde am Rande der Stadt angesiedelt haben und nicht in der Mitte. Also sie waren sozusagen isoliert. Because the original idea behind all of these workers that were coming was the idea of guest workers. In other words, they would be there for a certain amount of time and then they would go back home. So, die Idee, die diese europäischen Staaten hatten, war eher die des Gastarbeiters. Das bedeutet, dass diese Menschen für eine gewisse Zeit da sind, ihre Arbeit verrichten und danach aber wieder nach Hause gehen. But they didn't go back home. Aber sie sind nicht nach Hause gegangen. And in fact, they brought their wives and their families, or they started their families here, and now we're into second, third, and even in some cases fourth generations from those initial immigrants who came to these countries. Sie sind nicht nur nicht nach Hause gegangen, sondern sie haben ihre Familien geholt und manche von ihnen haben sogar ihre Familien hier gegründet, so dass wir mittlerweile in der zweiten, dritten, ja und quasi auch in der vierten Generation sind. And so, when the immigrants realized they're here to stay, they started to become more involved with the society in the sense they started to build mosques, masajid, and they started to even build schools for their children to go to. Und nachdem diese Auswanderer feststellten, dass sie eigentlich gar nicht nach Hause gehen werden, fingen sie an, sich in der Gesellschaft ihre Infrastruktur aufzubauen, wie zum Beispiel Moscheen und Schulen. And their primary concern, right, living in these European countries, is that they were not Muslim countries and they had a fear for their future generations, for their children especially, that they would not grow up to be pious Muslims as they would think would have been the case had they been living in their home countries. Und der Grund dafür war, dass diese Generation Angst hatte, dass die kommenden Generationen im Grunde genommen nicht als gute Muslime aufwachsen würden, so wie es sein würde, wenn sie in einem muslimischen Land aufgewachsen wären. Now probably that little bit of history is well known to most of you, is it not? Das meiste dieses historischen Abrisses müsste eigentlich den meisten von euch bekannt sein, nicht wahr? Yes? Let's take a look at it from
the European side or from the German side now. Lasst uns jetzt die europäische Sichtweise darauf betrachten. They had just been through a massive catastrophe in the sense of World War II. Sie sind gerade durch eine Riesenkatastrophe durchgegangen, nämlich den Zweiten Weltkrieg. As I mentioned, 20 million or more people died. You had whole cities that were completely destroyed. Some cities in Germany, for example, like Dresden and Hamburg, were completely leveled by the Allied powers. Wir haben vorhin festgestellt, dass 20 Millionen Menschen ums Leben gekommen sind. Es gab manche Städte, die dem Erdboden gleich gemacht worden sind, so wie Dresden zum Beispiel oder Hamburg. And so there was a real fear that a way of life, something that had been carried on for thousands of years or at least hundreds of years before that, had been lost and would not be regained. Und so war die Angst vorhanden, dass die Lebensweise, wie sie jahrhundertelang hier in diesen Ländern gelebt worden ist, dass sie verschwinden wird. And so you find that there were some type of political movements that happened after, maybe beginning in the 60s and the early 70s to 80s, that were more nationalistic in nature and establishing sort of a program for national identity and so forth. Und so haben sich in den 60er, 70er Jahren Parteien gegründet, die Idee oder die eine nationale Idee in sich trugen. Couple that with the large number of immigrants that they were seeing coming to their countries who didn't speak their language, didn't share their religion, and dressed in different ways, had a different culture, ate different types of food, which was completely foreign to them in many ways. Und in Anbetracht dessen, dass diese Auswanderer, die dahin gekommen sind, erstens anders aussahen, anders gegessen haben, sich anders gekleidet haben, war das natürlich für diese Menschen sehr fremd. Also für die hiesigen Menschen. And so the tension that arose as a result is understandable, I think. The tension, yani und so war es nur natürlich, dass aufgrund dieses Verhältnisses eine gewisse Spannung entsteht. But we have to ask ourselves, is this the first time that Muslims have been living amongst non-Muslims and have been more or less, at least in the initial stages, guests? Or is this something that has happened before? So die Frage, die wir uns stellen sollten, ist diese geschichtliche Situation die erste, in der Muslime unter Nicht-Muslimen leben, oder gibt es bereits ähnliche Situationen, die vorher bereits stattgefunden haben? In fact, Muslims throughout history, most of their history, have always lived amongst other people of different religions and of different ethnicities and of different languages and of different cultures. Nebenbei, die Geschichte der Muslime war eigentlich immer davon geprägt, dass sie unter Nicht-Muslimen gelebt haben. Many of you have Turkish ancestry. The Ottoman Empire, for example, consisted of many different ethnicities and also many different religions. And you can see that even in the Turkish people. There isn't sort of a pure-blood Turk. You have a mix of different ethnicities from the Caucasus, from other parts of Europe, from the Arab world, that have come in and have made modern Turkey, for example. Und wenn wir das Osmanische Reich zum Beispiel betrachten, so stellen wir fest, dass das Osmanische Reich aus verschiedenen Ethnien entstand und auch aus verschiedenen Religionen, so dass es im Grunde genommen auch unter den Türken keine reinen Türken gibt, sondern dass sie im Grunde genommen durch die verschiedenen Nationalitäten auch durchmischt sind. The early Muslim du'at, right, plural of da'i, when they went, many of them went east and they went towards India, the Indian coast, and from there they went on towards the Malay archipelago.
Und die meisten oder die ersten Dua, die Mehrzahl von einem Da'i, sind in Richtung Osten gegangen, Richtung Indien, Malaysia, diese Richtung. And so when they went to these countries that were not Muslim at all, in fact they weren't even Christian or Jewish, but they had different type of, they were Buddhists and they had other Taoists and Confucius and different type of religions. But nonetheless, not even a drop of blood was spilt when these early Muslims went there and began their da'wah. Und als sie in östliche Richtung gewandert sind, so waren die Menschen, die dort lebten, noch nicht mal Christen. Viele von ihnen waren entweder Buddhisten, Taoisten und andere. Und es ist kein Tropfen Blut geflossen, nachdem sie oder als sie sich auf dem Weg dorthin gemacht haben, um Da'wah zu machen. Many of them also went west, of course North Africa, but also East Africa, what is known as the Swahili coast, and also a very similar situation. Many of them went there and were du'at, and even the religion there wasn't Christian, Jewish, Buddhist, or Confucius, but in fact was an animist type of religion. And nevertheless, they went there with the da'wah, and Islam spread along the Swahili coast quite quickly. Und die anderen Muslime, die anderen Du'a, die in Richtung Westen gegangen sind, sind mehr im Bereich Swahili gegangen. Und auch da hat sich der Islam in kurzer Zeit sehr schnell verbreitet. Und auch die Menschen waren keine Christen, auch keine Taoisten, sondern hatten andere Naturreligion. Und auch dort ist der Islam sehr schnell vorangekommen, beziehungsweise hat sich sehr schnell verbreitet. Even before that, many of the Sahaba, the Prophet ﷺ, during his time, he gave them permission to go to Al-Habasha, or what is modern-day Ethiopia, Sudan, some khilaf, where exactly it was. But the important thing is that when they went there, they were greeted by Najashi, which is the title of the king of Al-Habasha at the time. And even when the Quraysh sent a delegation to try to bring them back, the Najashi king refused to send them back. Und ja, sogar zur Zeit des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sind die ersten Dua ausgewandert, nämlich die erste Auswanderung in Richtung Habascha, was heute als Äthiopien bekannt ist. Und wenn wir uns die Beziehung betrachten, als die Qurayshiten eine Delegation dorthin geschickt hat, um diese Muslime wieder zurückzubringen, hat es Najashi, der König der Negus, hat verweigert, diese Muslime freizugeben, damit diese Qurayshiten sie wieder mitnehmen. And so, it's not something new, Muslims living amongst non-Muslims, living in their lands and being with them. And they were welcomed in many instances. Many people even adopted the religion of Islam as a result. So what is it that was different about those Muslims than the Muslims of today? Und so stellen wir fest, dass Muslime im Laufe ihrer Geschichte immer wieder in nicht-muslimischen Ländern gelebt haben unter den Nicht-Muslimen und dass sie in vielen Fällen ja sogar willkommen geheißen wurden und dass als Ergebnis manche dieser Menschen ja sogar den Islam angenommen haben. So stellt sich die Frage, was ist der Unterschied zwischen diesen Muslimen von damals und uns heute? Or some of you might ask the question, well, Muslims aren't different, but the people, the non-Muslims, they're different. They're much worse now. Manche von euch mögen antworten, ja, die Muslime sind die gleichen geblieben, aber die anderen Nicht-Muslime sind anders geworden, die sind viel schlimmer als die damals. How many people think that? Wie viele von euch denken so? Really, honestly? Not a little bit? Ganz ehrlich. Huh? Die Frage war, was ist der Unterschied zwischen den Muslimen damals und heute? Und eine Option, die der Scheich als Antwort stellt, war, ob denn die Nicht-Muslime von damals anders gewesen seien als heute und dass die heute viel schlimmer geworden sind als damals. Und wer von uns denkt so? I think we had 1, 2, 3. Okay, now they're coming. 4. I thank you for your honesty. Vielen Dank für eure Ehrlichkeit. But are they different?
Aber die Frage, sind sie wirklich anders? Yeah, and if we look to what the Prophet ﷺ and the Sahaba had to contend with versus what we have to contend with, Wenn wir vergleichen, womit der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu kämpfen hatte, ist es das Gleiche, womit wir heute zu kämpfen haben? right? These were his own kin, his own people. They weren't foreigners to him, and they were people who supported him before he announced his prophethood, but then after they were his staunchest enemies. And some of them went to the extent, like Hind bint Utbah, radiyallahu anha, still say radiyallahu anha, but before she became Muslim, she arranged for the assassination of the beloved uncle of the Prophet ﷺ, Hamza, and she arranged for Wahshi to take the spear and cast it and throw it in his heart during the Battle of Uhud. She didn't stop there, right? She also went to the battlefield, cut him open and ate a piece of his liver. Wenn wir sehen oder wenn wir betrachten, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ja sogar von seinen eigenen Leuten bekämpft wurde, dass seine Feinde es sogar so weit trieben, also Hind, die ein Auftragskiller beauftragt hat, den Onkel des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Hamza, zu töten. Und nicht nur das, sie ist sogar, nachdem er ermordet wurde, ist auf das Schlachtfeld gegangen, hat ihn aufgeschlitzt und von seiner Leber gegessen. I don't think any of us have it that bad. I don't think we have to contend with people who are trying to, when they see us, they want to kill us and they want to do all this sort of things to us. Und ich glaube nicht, dass wir heute mit den Schwierigkeiten oder mit diesen Dingen zu tun haben, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu tun hatte. In fact, you have this beautiful place here up in this German village, right, called Haus des Islam, right? And they allow us to congregate when we're meeting, and here we are 1400 years later, and we're talking about the Prophet ﷺ, who came from a city in the Arabian Peninsula, some 7,000 or 8,000 kilometers from here, in a distant part of the desert, but yet we are in the heart of Europe, in the heart of Germany, in a small town, and we are doing this. So there's much ni'am or blessings or favors we should be thankful for. Betrachten wir unsere Situation. Wir sitzen hier in einem schönen Haus, in einer schönen Gegend, was Haus des Islam genannt wird, mitten in Europa, 1400 Jahre später, wo der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam 7000 Kilometer von hier entfernt gelebt hat, in der Wüste. So what to do? You know, how do we deal with the situation that we think many of are facing? The brothers in the car yesterday, Sidi Yusuf and Nadir, they told me about some incidents that happened close to here with some provocations between Muslims and non-Muslims in this country just a few weeks ago. So ist die Frage, was ist unsere Aufgabe? Wie gehen wir mit den Dingen um, die uns umgeben? Und ihr alle habt ja von den Geschehnissen in den letzten Wochen, die hier passiert sind in Bonn, diese Demonstrationen, die nachher blutig geendet haben. Wie gehen wir mit diesen Dingen um? I go back to the point we said in the beginning, or that I mentioned in the beginning. I don't believe in Islamophobia as it's defined, that people are really afraid of Islam, or people are really afraid of us, or of the Prophet ﷺ. Gehen wir zurück zum Anfang, als ich erwähnt habe, dass ich nicht daran glaube, oder dass ich nicht an Islamophobia glaube, dass die Menschen Angst vor uns oder vor dem Islam haben. Gehen wir erstmal dorthin zurück. What they're afraid of, or what they perceive they think they're afraid of, is what they think Islam is based upon our actions. Sondern das, wovor diese Menschen Angst haben, ist das, was sie denken über den Islam zu wissen, das Bild, was auf unsere Taten und auf unser Verhalten basiert. When that Danish cartoonist, he drew that picture and it was a turban with a bomb in it, that's not the Prophet ﷺ.
diese Bilder, die sie gezeichnet haben und die sie als die Karikaturen, die Mohammed-Karikaturen bezeichnet haben, das ist nicht der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. That to him, he thinks that's what our Prophet teaches us, based upon what he's seen, based on the actions of some people who call themselves Muslim. Sondern das, was es darstellen soll, ist das, was sie denken, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam uns beigebracht hat. So what they're fearing is this religion they don't understand, and they think that it tells people to blow themselves up, some of them, and what they're fearing is seeing their way of life slowly going away. And I've been to some neighborhoods in Europe, not necessarily in Germany, I just got here, but in other places in Europe, where you can walk down the street and you think you're in a totally different country. You think you're in a part of Pakistan, or you're in a part of Morocco, or you're in a part somewhere else. And if I was a European citizen living in that place, to be honest with you, I would be a little bit afraid too. Also ist das, wovor sie Angst haben, ist das, was sie denken über unsere Religion zu wissen. Und sie haben auch Angst davor, dass die Lebensweise oder dass die Art und Weise, wie sie leben, immer mehr verschwindet. Und ich bin vor kurzem in einer Nachbarschaft hier in Europa gewesen, nicht in Deutschland. Und dort laufen die Menschen, als ob wir in Pakistan oder in irgendeinem arabischen Land seien. Und wenn ich Europäer wäre, jemand aus diesem Land, der dort lebt, ich würde, um ehrlich zu sein, Morocco too. auch, yeah. Oder in Marokko, dann würde ich auch Angst haben. Yes. Maybe you didn't want to say Morocco for whatever reason. No, I said the Arabic countries. Okay. Yeah. So, let me ask all of you a question. Ich habe eine Frage an euch. I asked before about citizenship, where you're from. How many people in this room feel that they are German? Ich habe euch vorhin über eure Staatsbürgerschaft gefragt. Meine Frage ist, wie viele von euch fühlen sich tatsächlich als Deutsche? Okay, not bad, less than half. Those people who don't feel German, what do you feel you are? Diejenigen, die sich nicht als Deutsche fühlen, als was fühlt ihr euch? Nichts. Anyone? Good answer. Mm-hmm. It's a mix. A mix. Partly German and partly foreigner. Sometimes like this and sometimes like this. Different. Mm-hmm. Undefined. Anyone else? طيب. I mentioned earlier about the Swahili coast, and I mentioned India, and I mentioned the Malay archipelago, and I can mention many other places. Ich habe vorhin Swahili genannt, ich habe vorhin Indien genannt, ich habe vorhin die Malayen genannt. Ich könnte noch viele andere nennen. It's true that the modern definition of what a nation state is and what being a citizen of that nation state is something that's come about recently, but nevertheless, even during the Prophet ﷺ's time, there was many of the Sahaba, and even the Prophet ﷺ, he had an intimat, or he had a sort of a membership, besides being Muslim, to the particular place he was from. Und es ist zwar richtig, dass die Definition von Nationalität heute anders definiert wird. Auch der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam und die Sahaba hatten eine Art Verbundenheit zu ihren Stämmen. And in one of the hadith, I'm not sure about its sahih, but it said حب الوطن من الإيمان. Und es gibt einen Hadith, wobei er sich nicht sicher ist, wie stark dieser Hadith ist, dass die Liebe zur Nation ein Teil des Imans ist. And the Prophet ﷺ talked about Mecca and Medina, because Mecca was where he was born and where he actually came from. But he said, I went from أحب البلاد إلى الله إلى أحب البلاد إلى الله.
Und from Mecca to Medina. Yani. auch der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sprach über Mekka und Medina und er sagte, dass er von den liebsten Plätzen, die Allah subhanahu wa ta'ala hat, zu einem anderen Platz gegangen ist, den Allah subhanahu wa ta'ala auch am liebsten hat. And we see throughout the Islamic history that many of the surnames, many of the names that the people took was based upon where they were from. Many of the great ulama that we read about, like As-Suyuti, right? Where was As-Suyuti from? He's thinking about it. Wenn wir uns anschauen, im Laufe der muslimischen Geschichte wurden die Leute entsprechend ihrer Herkunft kategorisiert und viele Gelehrte auch, so zum Beispiel Imam Suyuti. Right, As-Suyuti was from Asyut in Upper Egypt, Said. Und so war As-Suyuti aus Ägypten, aus dem Süden Ägyptens. Tomorrow, inshallah, we're scheduled to read from Al-Hikam, and the author of Al-Hikam was named Ahmad ibn Ata'illah As-Sakandari. Right, where is Sakandari? From Alexandria in Egypt. Und morgen, inshallah, werden wir uns mit den Hikam auseinandersetzen und der Autor dieses Buches heißt Muhammad Ata'allah al-Iskandari, was bedeutet, dass er aus Alexandria kommt. The thing about Ibn Ata'illah, though, is that his ancestry, he was not originally from Alexandria. Again, please. He wasn't originally from Alexandria. Und er war noch nicht mal gebürtiger Alexandria. I believe he was from Morocco. Eigentlich war das Marokko. And so, when his family traveled to Alexandria, which is a different place, they became known, the family, as Sakandari, the Alexandrians. Und als sie nach Alexandrien ausgewandert, als die Familie nach Alexandrien ausgewandert waren, so wurden sie bekannt als die Familie aus Alexandria. One of the great hadith masters, Ibn Salah, he has a principle that says that whoever lives in a land for 4 years or more, nusiba ilayha, yani he's then of that place. Und einer der großen Hadith-Gelehrten, Ibn Salah. Ibn Salah, hatte gesagt, dass wenn man 4 Jahre in einem Land lebt, dann gehört er zu diesem Land. So many of the ulama that we read about and have taken the names, some of them were called al-Bukhari from Bukhara, some of them were called al-Damashqi from Damascus, some were called al-Maydani from a particular area in Damascus and so forth, weren't originally from those places, but they had emigrated to those places and they became of that place. Und viele der Gelehrten, wie sie alle heißen, Imam Bukhari zum Beispiel oder Imam al-Damashqi, das sind alles Menschen, die ausgewandert sind zu diesen Plätzen und in diesen oder an diesen Plätzen gelebt haben und daher sie und deshalb sie dann auch diesen Beinamen bekommen haben, was bedeutet, dass sie in diesem Land oder sich diesem Land dann verbunden gefühlt haben. So the idea of moving around in hijrah, right, is not something unique or a foreign concept. Allah subhanahu wa ta'ala says, أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا. Und das Konzept der Hijra ist nichts Neues und auch nichts Einzigartiges, sondern Allah subhanahu wa ta'ala sagt, ist denn die Erde nicht so breit und so groß, dass ihr darin hin und her auswandern könnt? So you're here in this country, whether you were born here, or you came here as a young person, or you recently emigrated, but if you're holding a German passport, right, you're German. Und wenn du hier auf die Welt gekommen bist oder später hierher dazugestoßen bist und du dann einen deutschen Pass hast, dann bist du ein Deutscher. Now I know that statement would make some of you uncomfortable. Auch wenn ich weiß, dass manch einer von euch sich mit dieser Aussage unwohl fühlen würde. Why does it make us uncomfortable to think that? Warum fühlen wir uns bei so einer Aussage unwohl? I'll throw some reasons out that I think. One, German, that's not really Muslim. How can I be both Muslim and German at the same time? Es gibt vielleicht mehrere Gründe. Einer dieser Gründe könnte sein,
dass wir das Gefühl haben, Deutsch zu sein ist nicht kompatibel mit Muslim sein. Anybody feel that way? Gibt es irgendjemanden, der sich so fühlt? There's some contradiction between Islam and being German. One. Honest person in the back. Anyone else? Two. Good. Some of you might say, well, yeah, I live here, but my parents came from Turkey, or my parents came from Morocco, or they came from somewhere else, so that's really where I'm from. Manch anderer würde als Antwort geben, meine Eltern sind nicht aus diesem Land, sie sind aus der Türkei, aus Marokko oder aus einem anderen Land und daher bin ich das, woher meine Eltern auch kommen. For that I say, one, have you actually been back to Morocco or Turkey, or wherever that you think you're from? Als Gegenantwort würde ich sagen, bist du dann zurückgegangen zu deinem Wurzelland? And when you do go back, how Turkish or Moroccan do you actually feel when you're back in Turkey or Morocco? Wenn du tatsächlich zurückgehst, wie wirklich fühlst du dich dann als Türke oder als Marokkaner? And I would also say to them that if you're living here and you're working here and you're building your family here and you're building a life here, you're not going back to Turkey or Morocco right now. Und ich sage auch, dass wer hier aufgewachsen ist und wer hier zur Schule gegangen ist und wer hier eine Familie gegründet hat, dem sage ich, du wirst nicht wieder zurückgehen. So the first one we said about this contradiction between being German and being Muslim. And I say to you, there is no contradiction between the two. Germany is a place, it's a country, and to be of that place and to be of that country, right? In fact, it's part of our iman, it's part of our being Muslim, that we are not just Muslim within ourselves, right? But that our Muslimness, so to speak, is something that extends beyond ourselves into our societies that we live in. Und wenn wir zurück zum ersten Punkt gehen, oder als Antwort auf, oder für diejenigen, die das Gefühl haben, dass ihr Muslim sein und ihr Deutsch sein nicht kompatibel sind, denen sage ich, dass es eigentlich zu unserem Iman gehört, dass wir uns dem Land verbunden fühlen, in dem wir sind, weil wir nicht nur für uns selber Muslime sind, sondern wir sind Muslime in der Gesellschaft, in der wir auch leben. One of our teachers and good friends, Habib Ali Jifri, he recently told this story, and we were in Belgium, and he said that he met someone who had emigrated to a European country, and so he was asked, how come you're not more participative in the society? He said, no, this is not my place. I'm going back. Und einmal, als sie zusammen waren mit dem Gelehrten und dem Freund Jeffrey, hat er eine Geschichte erzählt über jemanden, mit dem er sprach und der auch gesagt hatte, also dass er sich da, wo er ist, da in diesem Land, dass er sich nicht wohlfühlt und dass er gerne zurückgehen möchte. And so he said, okay, you're going back. He said, then why do you stay here in Europe? Yeah. Und dann kam die Gegenfrage, wenn du tatsächlich zurückgehen willst, warum bist du dann noch hier? He said, no, I am forced to. I'm like the muttar. I'm like the one who's compelled. I don't have a choice. Und die Antwort von dem Befragten war, ich bin gezwungen, hier zu bleiben. Ich habe gar keine andere Wahl, außer hier zu bleiben. And he said, like someone who's sitting in the toilet. That's my place. I'm just forced to stay here, and I'm going to leave eventually. Ich fühle mich wie jemand, der auf Klo sitzt. Ich bin gezwungen, mein Geschäft zu verrichten, aber sobald ich das verrichtet habe, werde ich gehen. So then he asked him, well, how long you plan on sitting in the toilet? Daraufhin fragte Scheich Ali Habib, fragt ihn, wie lange beabsichtigst du noch auf Toilette zu sitzen? It's like maybe 10 years. I've been here 10 years. Maybe I'll stay another 10. Und er sagte, vielleicht 10 Jahre. Ich bin jetzt schon 10 Jahre hier, vielleicht noch weitere 10 Jahre. So do you know anyone who's respectful who sits in the toilet for 20 years? Kennt ihr irgendjemanden, der 10 Jahre lang auf Toilette sitzt? So the idea of,
I'm here temporarily and I'm going to leave and so forth. If you're here now and you're doing it now, if your mind is still somewhere else, if your mind is thinking about some place, right, that actually you haven't ever even lived there, and it's some image that you have of what a Muslim country, what a Muslim society should be like, then you're going to be living a very difficult life, if that's the way that you're looking at your life. Und du wirst ein schweres Leben haben, wenn du zwar hier in diesem Land lebst, aber deine Gedanken woanders sind und oft die Vorstellung, die wir von einem muslimischen Land haben, deckt sich in der Regel auch nicht mit der Realität. So when you're here, or wherever you are, there's three major aspects that defines who you are. Someone said undefined. There's three things that define you. Und es gibt drei Dinge, die definieren, was du bist, wenn du in dem Land lebst, in dem du lebst. One, you're an insan. Die erste Definition ist, du bist ein Mensch. Two, you're a Muslim. Die zweite Definition, du bist Muslim. And three, if you're holding a German passport, you're a German citizen. Und das dritte, wenn du einen deutschen Pass hast, dann bist du ein Deutscher. Oder deutscher Staatsbürger. These are the three aspects that define you. Das sind die drei Aspekte, die dich tatsächlich definieren. Now, as a Muslim, that means that not merely saying, I am a Muslim, but it means living, believing, and acting, and people perceiving you as a Muslim. Denn die Menschen nehmen dich so wahr, wie du dich verhältst, also als Muslim. As an insan, as a human being, right, that means you have karamat al-insan, the dignity of a human being, and the particular rights that are accorded to human beings that are universal everywhere. Und der andere Punkt, dass du ein Mensch bist, dazu gehört eben, dass du Menschenrechte hast und dass der Mensch eine Würde hat. Das ist die Definition vom zweiten Punkt. And as a German citizen or as a German resident, you have rights, but you also have responsibilities. Und der dritte Aspekt ist der, dass du als deutscher Staatsbürger Rechte hast, aber genauso hast du auch Pflichten. And these rights and responsibilities, I will tell you, your responsibilities are more. Why? Because you're also a Muslim. So you're gonna have more responsibilities than another German citizen. Weil diese Verpflichtungen bedeuten gleichzeitig Verantwortung, und weil du ein Muslim bist und du als Muslim, der diese Pflichten hat und diese Pflichten auch als eine Verantwortung ist, du hast eigentlich mehr Verantwortung als die anderen, die keine Muslime sind. Why? Because أنت تحمل رسالة. Warum? Weil du eine Botschaft trägst. Right? And you have this risala, you have this mission, you have this message that you inherited from your Prophet ﷺ. Diese Botschaft, die du vom Propheten Muhammad ﷺ geerbt hast. فهذا تكليف. Und so ist das eine Verpflichtung. Right? It's a responsibility, it's a burden upon us, upon all of us, no matter where we are. Es ist eine Last, die wir tragen, egal wo wir sind. The problem is, many of us have defined our Muslimness via the rights that we seek and not via the responsibilities that we should be fulfilling. Die Definition, die wir haben, beschränkt sich lediglich auf die Rechte, die wir einfordern möchten, aber nicht auf die Pflichten. How many of you know who Martin Luther is? Wer von euch kennt Martin Luther King? No, not Martin Luther King. He doesn't know Martin Luther. The Martin Luther. The German. There you are. Wer von euch kennt Martin Luther? Das habe ich Luther gesagt, nicht Luther. How many people know who Jürgen Klinsmann is? Okay, I think this. Huh? More people, right? In order to be and to give our risala, right, and to deliver our risala, our message, we have to be part of the society that we're in. We have to know the history of the society we're in. We have to know, why do people think the way they think, and why do they fear us?
die Botschaft, die wir haben, auch tatsächlich vermitteln zu können, ist es wichtig, dass wir die Gesellschaft begreifen, in der wir leben. When there was a particular year, the year before the Prophet ﷺ went to his highest companion, Azza wa Jal, called Amil Wufud, the year of delegations. Und ein Jahr vor der Himmelfahrt, was bekannt ist, kurz vor seinem Tod, dieses Jahr wurde bezeichnet als das Jahr der Delegation. So during this year, many of the Arab tribes were now coming to the Prophet ﷺ in Medina, and they were expressing their Islam. Viele Stämme sind zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gekommen und haben ihr Islam bekundet. And so they would come, and of course in the Arabian Peninsula at the time, the dominant or the well-known dialect was the Qurashi dialect, or the dialect of Quraysh, but there were many, many other dialects as well. Und es ist zwar, oder der bekannteste Dialekt unter den Arabern der damaligen Zeit war das Dialekt der Qurayshiten, aber gleichzeitig gab es verschiedene andere Dialekte. And so the Prophet ﷺ was sitting, and Sayyidina Ali ibn Abi Talib was sitting with him, and these wufud, these delegations were coming and speaking in their own particular dialect. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam saß und neben ihm war Ali, und während sie sprachen, sprachen sie in den Dialekten der jeweiligen Stämme. And so they would come, and many of these dialects were unintelligible to Ali ibn Abi Talib, and he didn't understand them. Und viele dieser Dialekte waren Ali radiallahu anhu nicht bekannt, er hat sie nicht verstanden. And the Prophet ﷺ would answer back in the same dialect that they would speak to him in. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sprach aber mit den Delegationen in der Sprache oder in dem Dialekt, dass sie auch sprachen. And beyond this, he would even ask about the important poets or people of that particular tribe, and say, you have Umayyah ibn Abi Salt, kada, and he was this poet, and he would even not recite whole lines, but he would recite some of the points of the poetry, and so forth. And Sayyidina Ali ibn Abi Talib was amazed at this. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sprach nicht nur mit ihnen in ihrem eigenen Dialekt, nein, er befragte sie sogar über bestimmte kulturelle Eigenschaften und Errungenschaften, wofür dieser Stamm bekannt gewesen ist. Und Ali radiallahu anhu saß da und war sehr baff über den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. How could he have learned all these dialects? And when the Prophet ﷺ responded, he said, "Innaha nubuwwah." Und als Ali radiallahu anhu den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam fragte, woher kannst du denn so viele Dialekte? Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte zu ihm, hier ich, Innaha nubuwwah. Es ist die Prophetie. So it was important enough that the Prophet ﷺ was able to speak to them in their tongue, in the way that they understood, and know something about their history and their background, that Allah subhanahu wa ta'ala gave him wahi, revelation, to know those things. Und so sehen wir die Wichtigkeit, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in der Sprache zu den Menschen sprach, die sie am besten verstanden haben. And we know that no prophet has been sent to their people except bilisani qawmihi. Und wir wissen aus dem Koran, dass Allah subhanahu wa ta'ala keinen oder die Propheten, die er geschickt hat, immer mit der oder von den jeweiligen Stämmen auch geschickt hat. Also im Arabischen heißt es mit der gleichen Zunge, also in der gleichen Sprache. Sie sprachen zu ihnen in der Sprache, die sie am besten verstanden haben. What does lisani qawmihi mean? Does it only mean he speaks the same language? Aber was heißt die gleiche Sprache sprechen? Heißt es nur oder ist es nur die sprachliche Ebene? It's not only that. Es ist nicht nur das. Lisani qawmihi means speaks the language, speaks the culture, is able to engage and converse and be an effective participant of that society too. Es heißt vielmehr neben der Sprachebene auch die Kultur zu sprechen. Die Art und Weise, wie die Menschen Dinge aufnehmen, auch zu begreifen und in der gleichen Art und Weise auch mit ihnen zu kommunizieren. So when we're in these countries,
and we act like a foreigner and we speak like a foreigner, why are we surprised when they treat us like foreigners? Wenn wir also wie Ausländer sprechen und wir uns wie Ausländer verhalten, warum sind wir dann überrascht, dass die Menschen uns als Ausländer betrachten? So part of our responsibilities as both Muslims and as human beings, we owe it to these people, and as German citizens or European citizens or American citizen or wherever you're from, is that we become our khair, that the good that we have in us, we develop that good in us, and that good in us is felt by the society around us. Und so sind diese drei Aspekte, die wir genannt haben, das, was dich definiert, dein Muslim-Sein, dein, what was the second aspect, to be a Muslim? Human being and dass citizen. du ein Mensch bist und dass du ein Staatsbürger bist. Daraus muss resultieren, dass die Menschen das Gute, was in uns ist, das, was wir entwickeln als Muslime, als Menschen, die Gutes verrichten wollen, dass wir das so entwickeln, dass die Menschen das fühlen. When I came into the airport yesterday, I wasn't dressed like this. Als ich gestern am Flughafen ankam, war ich nicht so angezogen. I had a very, they were with us. I had a very nice jacket and pants and so forth. By the way, I was surprised because I know you only in the Jalabiyah. Er hatte ein schönes Jackett an und eine schöne Hose. Und ich sagte, ich war überrascht, weil das Bild, was ich von ihm hatte, als ich ihn in Abu Dhabi kennengelernt hatte, war ebenso und nicht anders. It's not because I'm afraid of the reaction or they'll give me a hard time on the customs and immigration. Though they might, but that's not the reason. Der Grund war aber nicht, weil ich irgendwelche Konsequenzen befürchtet habe. Hätte sein können, dass tatsächlich ich am Zoll aufgehalten werden würde, aber das war nicht der Grund. The reason for me, and I think for many others, is that I don't want this veneer, this image that they see, to be the first interaction or definition of how I deal with people who are not accustomed to seeing this. Der Grund war vielmehr der, weil ich nicht wollte, dass die Menschen dieses Bild, wenn ich in dieser Art und Weise gekleidet bin, ich möchte nicht, dass das Erste, was sie damit verbinden, eben die Art der Kleidung ist. Am I more comfortable in this type of dress and thobe and jilbab? And yes, I am. Fühle ich mich wohl in einem Jilbab und in der Art und Weise, wie ich hier gekleidet bin? Ja, ich fühle mich wohl. And if you feel more comfortable in that type of clothes, that's a good sign. It's a good thing. Und wenn du dich in einer solchen Kleidung wohlfühlst, dann ist es ein gutes Zeichen. Because even clothing itself, it's not just mere clothing. Clothing has ma'ani, has meanings behind of how it developed and how it defines the person who's wearing it. Weil Kleidung nicht nur den Zweck des Anziehens hat, sondern Kleidung hat auch viel mehr Aspekte, wie die Entwicklung und wie die Menschen sich selber geben. Muslim clothing traditionally has been defined by flowingness, robe type of clothing. It's graceful, it's dignified. Und die Art und Weise, wie muslimische Kleidung entwickelt wurde, oder das, was als Grundlage dieser Kleidung dient, ist, dass sie weit ist, dass sie locker ist, dass sie edel ist. But that doesn't mean other cultures don't also have dignity and have grace and have, satr al-awra, covering of our nakedness, just as we do. Aber das heißt nicht, dass eine andere Art der Kleidung diese Eigenschaft, die wir genannt haben, nicht haben. The Prophet ﷺ, he himself would wear clothing from other cultures. In the Shama'il, it talks about how he would wear an Azerbaijani type of robe that had tighter sleeves than what he was accustomed to. It was given as a gift, but nonetheless he would wear it. Und es wird auch überliefert, dass der Prophet Muhammad ﷺ nicht nur die bekannte Kleidung anhatte, die unter den Menschen als der Standard bekannt war, Anzug, sondern er zog sich auch anders oder anderen Kulturen entsprechend auch an. So if in a particular culture that we have now, and it's hard to say German culture versus French culture versus
Spanish versus Portuguese, because nowadays there's sort of a uniculture that defines how everybody dresses. So you find people dressing the same way whether they're in Malaysia or America or in Europe. Und die Definition von Kleidung, also es gibt heute nicht mehr die Definition, das ist die deutsche Art, sich zu kleiden, das ist die französische und das ist die, sondern was es heute gibt, ist sozusagen eine Uniformität der Kleidung. So haben wir die Kleidung, so wie sie in Asien getragen wird, wie sie in Europa oder wie sie in Amerika getragen wird. But the important thing is, seek the dignified amongst what's available that people are accustomed to. Das, was wir tun müssen, ist, das herauszunehmen, was sich mit unserer Definition von Kleidung, was passt. And at the same time, you're observing what Islamic dress is. And what I mean by Islamic dress means that your aura is covered and the clothes that you wear do not define what's underneath your clothing. Und islamische Kleidung oder die Definition von islamischer Kleidung bedeutet, dass du deine Aura, also das, was du zu bedecken hast, auch bedeckst. And at the same time, this is just an example. It would allow you to become more of a participant in the society around you, and your clothing necessarily is not a barrier between you and the society that you're living in. Und deine Kleidung sollte keine Barriere darstellen, keine Grenze darstellen zwischen dir und der Gesellschaft, in der du lebst, sondern genau das Gegenteil sollte der Fall sein. In other words, to dress like this all the time is not necessarily more Islamic than to dress in normal street clothing that people are accustomed to. Und sich so zu kleiden, wie Scheich Walead sich kleidet oder wie viele von euch, ist nicht unbedingt islamischer, als sich auch in Jeans und in Hemd zu kleiden. Well, not jeans necessarily, but yeah, something. No skinny jeans. Yeah. This is the Islamic jeans. Islamic. That's just one aspect. But we should be involved in all aspects of the society we live in. The concerns of society should be our concerns. The concerns of, European debt, unemployment, immigration issues, not just the issues that are so-called Muslim issues or specific to Muslims, but when we start showing concern for even other issues, right? The way that people live nowadays and the amount of debt that they go into, right, to live a lifestyle they can't afford, don't we have something to contribute? Don't we have something to say about that? Das ist nur ein Aspekt. Das der Kleidung ist nur ein Aspekt, aber wir Muslime sollten in der Gesellschaft nicht nur durch Kleidung uns anpassen und uns involviert fühlen, sondern vielmehr in allen Belangen der Gesellschaft, wenn es um Arbeitslosigkeit geht, wenn es um irgendwelche anderen Probleme geht, in all diesen Dingen müssten wir uns einbringen, weil wir auch was anzubieten haben. So we live our lives, if we're here, we live as German Muslims. Und so leben wir unser Leben hier als deutsche Muslime. But not a German Islam. Okay. But not a German Islam. Das heißt also, das, was wir hier leben, oder wir sollten leben als deutsche Muslime, aber wir sollten nicht den deutschen Islam leben. Right, because Islam, the core of Islam, doesn't differ from Germany or from Egypt or from France or from Malaysia or from Morocco or from Algeria or from Kenya. Islam is Islam. Warum? Weil der Kern des Islam, da gibt es keinen Unterschied zwischen dem Islam in Deutschland oder dem Islam woanders. Der Islam ist der Islam. Because some people are using this term, they're saying British Islam, they're saying German Islam, they're saying Spanish Islam, whatever. They're using that so that not Muslims, but even people in positions of authority in governments are using this term. Why? So they can define our religion for us. Und so gibt es manche, die diese Begriffe benutzen, wie den deutschen Islam, Islam, was auch immer,
Und nicht nur Muslime benutzen diesen Begriff, sondern auch Regierungen benutzen diesen Begriff, um für uns den Islam zu definieren. So we have to define what it is to be a German Muslim, what it is to be a British Muslim, what it is to be a French Muslim, before they define it for us. Und so müssen wir dahin gehen und definieren, was der Islam für uns bedeutet, bevor andere es für uns tun. And the way they're beginning to define it for us is that German Islam means less Islam. British Islam means less Islam. Don't be too Muslim. Und das, was in der Regel damit gemeint wird, ist weniger Muslim zu sein. Sei nicht zu viel Muslim. And so they define what a moderate Muslim is as someone who is not very Muslim, doesn't use their religion in everything that they do. Und so benutzen sie diesen Begriff, um auch Kategorien oder Muslime zu kategorisieren, wie den moderaten Muslim oder der Muslim, der nicht so viel mit dem Islam zu tun hat. A moderate Muslim for us is a Muslim who follows the Quran and the Sunnah of the Prophet ﷺ. Und ein moderaten Muslim für uns ist ein Muslim, der den Koran und der Sunna des Propheten Muhammad If you do it in that way and in the way that the Prophet ﷺ defined for us, in the way of warathat al-anbiya, al-ulama, defined it for us, then you'll be a moderate Muslim. Und wenn du den Islam so lebst, wie Allah subhanahu wa ta'ala es bestimmt hat und sein Prophet und die Erben der Propheten, nämlich die Gelehrten, dann bist du ein moderater Muslim. And if you do it that way and you follow the Prophet ﷺ, his sunnah, and you become an active member of your society and you contribute, right, but via fulfilling the responsibilities and not merely one who's seeking rights, then they'll want that Muslim. They'll say, we want German Muslims here, and we want German Muslims there, and we want them here, and we want to participate with them in this thing and in that thing. Und wenn du darüber hinaus also dein Leben so einrichtest, wie Allah subhanahu wa ta'ala das einfordert und wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam das einfordert und du ein aktives Mitglied der Gesellschaft wirst und die Menschen das sehen, dann werden diese Menschen wollen, dass diese Art von Muslimen in der Gesellschaft auch aktiv ist. You might say, oh, that sounds good, but these people hate us, and they hate Islam, and you know, and they're saying all these things about us, and they want us to leave, and we're here, da 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 da. Und vielleicht wird der eine oder andere sagen, ja, das klingt zwar alles gut, was du da erzählst, aber die Menschen hier hassen uns, die mögen uns nicht. So what? Und dann? The Quran tells us to expect that. Der Right? Koran sagt uns, dass wir so etwas zu erwarten haben. ولا تسمعون من اليهود والذين أشركوا أذى كثيرا. I don't want to say the Yahud part. Just say you'll hear much أذى كثيرا. تسمعون أذى كثيرا. Und auch und im Koran steht, dass wir viel Schaden von den anderen erfahren werden. It's going to happen. It will continue to happen. Then during the Prophet ﷺ, they said all sorts of things about him. They said sahir, they said kahan, they said sha'ir. Und Right? auch über den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam haben sie sehr viel erzählt und sie haben ihn als Lügner und als Zauberer und als Dichter إنما يعلمه بشر. und dass er die Offenbarung von einem Menschen bekommt. When they heard the Prophet ﷺ say the basmala, Bismillahir Rahman Ar-Rahim, they said, what is this Rahman? And they thought Rahman was some man in the mountain. His name was Rahman, who was teaching the Prophet ﷺ. Und als sie hörten, als sie die Basmala hörten, Bismillahir-Rahman-Ar-Rahim, haben sie dann gefragt, was ist Ar-Rahman? Und sie dachten, das ist irgendein Mensch, der den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gelehrt hat. Prophet ﷺ, even when he was in Mecca, and all of the idols were still around, through all 360 of them or more, he would still go to Mecca, he would make tawaf around the Kaaba, and he would even pray and prostrate in front of the Kaaba, even if he was surrounded by the idols. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, obwohl es damals immer noch die Götzen in der Kaaba vorhanden waren, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam pflegte dorthin zu gehen und Tawaf zu machen und am Ende seine 2 Rakat zu verrichten.
And they did all sorts of things to him. One time he was in prostration in the Kaaba, and they brought the entrails of a camel, the inside entrails of the camel, and they threw it on top of him, sallallahu alaihi wasallam. Und als einmal vor der Kaaba stand und am Beten war, sind sie mit den Innereien eines Kamels und haben es über den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam geworfen. And it was the Sayyidah Fatima radiallahu anha who came and she removed that from her father sallallahu alaihi wasallam. Und Fatima radiallahu anha hat das gesehen und sie ist dann dahin gekommen und hat das vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam entfernt. And one time he was also making tawaf and someone grabbed him from behind and pulled him until almost he was choking him, the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And Abu Bakr as-Siddiq was there and he said, أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَكُونَ رَبِّي Allah? He was making tawaf and someone pulled him, so he was choking. And then Abu Bakr as-Siddiq stopped and he said, you kill someone who only says that my Lord is Allah. Und einmal, als beim Tawaf gewesen ist, da packte ihn einer am Kragen und tat ihm recht weh. Und Abu Bakr, der da stand, sagte dann auch zu ihm, wollt ihr denn jemanden umbringen, der nichts anderes tut oder nichts anderes sagt, außer dass Allah mein Herr ist? So what do you think if we were in that situation, then the messenger of God in Jibreel alayhi salam comes to you and he says, if you like, I would fold the two mountains on top of them. Was würdest du machen, wenn du in der Situation des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gewesen wärst, dass der Engel Jibreel alayhi salam zu dir kommt und dir sagt, wenn du willst, dann kann ich die zwei Bergplatten über sie fallen lassen. But that wasn't the Prophet sallallahu alaihi wasallam. That wasn't the rahmah. That wasn't the mahabba. That wasn't a lutf wal karam. His response was, I would hope that from amongst them would come those who worship Allah subhanahu wa ta'ala. Aber durch die Barmherzigkeit des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte er zu dem Engel, ich habe die Hoffnung, dass aus ihnen Menschen herauskommen, die Allah anbeten. So if you find adha, if you find abuse from people, whether what they say, how they act towards you, take as your exemplar, as your example, the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Und wenn du in einer Situation bist, wo du etwas Schlechtes hörst oder wo du angegriffen wirst, dann nimm dir den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam als Beispiel. كان لا يرد السيئة بالسيئة صلى الله عليه وسلم. Er hat Schlechtes nie mit Schlechtem vergolten. Right, and he was the embodiment of the Quran. And what does the Quran say about this? ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam war ein Koran auf zwei Beinen, ein laufender Koran. Und was sagt der Koran zu so einer Situation? Und der Scheich hat einen Vers zitiert, in dem es heißt, dass wir, oder in dem wir aufgefordert werden, das Gute zu tun und nicht das Schlechte und das Schlechte nicht mit Schlechtem zu vergelten, sondern mit Gutem. ترجمت الآية؟ يعني شبه ترجمة. Okay. So look at the verse. لا تستوي الحسنة ولا السيئة. يعني a good deed is not equal to a bad deed. Schauen wir uns diesen Vers an. Die gute Tat ist nicht gleich wie eine schlechte Tat. ادفع بالتي هي أحسن. Tue das, was besser ist. يعني if you are encountered with a bad deed, with a سيئة, defy it بالتي هي أحسن. Wenn dir also etwas Schlechtes getan wird oder wenn dir etwas Schlechtes getan wird, dann sollte deine Reaktion nicht genau das Schlechte sein, sondern nicht nur etwas Gutes, sondern was besser ist als das, was gut ist. Then what is the natija? What is the result to expect? فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. يعني ولي حميم is like the best friend or a strong friend. Und also in der ungefähren, freien, persönlichen Übersetzung ist es, also die Beziehung zwischen dir und dem anderen sollte so sein, als ob er dein bester Freund ist. Who's he talking? What is Ayah talking about? Someone who's your enemy. Those people who were outside of that incident that happened a few weeks ago and they had the signs and the pictures. That's adawa, right? They're showing some enmity. But what is the Quran telling us? Idfa billati hiya ahsan. Und worüber spricht
dieser Vers. Es geht um die Feinde. Ja? Und so ähnlich ist es auch mit dem, was jetzt vor einigen Wochen mit den Demonstrationen passiert. Das ist Adawa, das ist Feindschaft. Und da sagt Allah subhanahu wa ta'ala im Koran, vergelte es mit etwas viel Besserem. In other words, stun them, amaze them, bewilder them, repel them with not sayyi'ah, not with what you think is courage, but billati hiya ahsan, what is most beautiful, what is best, what is better than who they are. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala fordert uns, diese Art und Weise oder diese Menschen zu überraschen. Womit? Nicht mit Gleichem, sondern mit etwas, was viel schöner ist als das, was sie tun. So I think I'll stop here. I don't want to. People usually don't like to sit for more than an hour or so, and we've gone well beyond that. So if we have a few minutes for questions, otherwise we can conclude. Und an dieser Stelle möchte ich einen Punkt setzen. Und wenn jetzt Fragen da sind, so haben wir nun Gelegenheit dazu, inshallah. I have a question regarding the clothing. So we should dress like Europeans in order to make dawah to them, or what should it be like? Because when I wear blue jeans, I feel kind of weird. Forget jeans. It was my word. Or are blue jeans allowed, or how does it? Let's talk about what does Islamic dress mean to begin with. Islamic dress means two main things, right? The definition of satr al-awra, or the covering of one's awra. Awra means what should be covered from your body. The main criteria is that لا يصف ولا يشف, as the fuqaha say. That, die Frage war, ob wir uns denn europäisch anziehen sollen, um Da'wah zu machen. Und der Bruder sagte, dass wenn er zum Beispiel Jeans anzieht, dann fühlt er sich darin nicht wohl. Und die Antwort von Scheich Walead war die, dass er gesagt hat, lasst uns zunächst einmal definieren, was ist islamische Kleidung. Und die Fuqaha haben islamische Kleidung so definiert, dass sie gesagt haben, zunächst einmal ist es eine Kleidung, die deine Aura, also das, was du zu bedecken hast, dass du es bedeckst. Und der zweite Punkt, was die Fuqaha definiert haben, war, dass sie gesagt haben, لا يصف ولا يشف. لا يصف يعني it doesn't define the. Also dass es deine Körperform nicht entblößt, nicht beschreibt, aber auch nicht durchsichtig. ولا يشف يعني it's not see-through. Durchsichtig. Okay. That's it. Those are the two criteria. Das sind die beiden Punkte. There's some other things. Yani the Prophet ﷺ, he forbade men to look like women and women to look like men in their dress. That's also a consideration. Es gibt noch andere Dinge, die aber nicht zu den Hauptmerkmalen islamischer Kleidung gehören, nämlich dass auch der Prophet Muhammad gesagt hat, dass die Männer sich nicht kleiden sollen wie die Frauen und die Frauen sollen sich nicht kleiden wie die Männer. Yeah, nowadays I can be walking behind someone, I can't tell if it's a man or a woman. Sometimes you don't know. Und heute gibt es manche Situationen, wo ich an manchen Leuten vorbeilaufe und ich weiß nicht, ist es jetzt ein Mann oder eine Frau. So the important part is to seek the dignified amongst what's available to us. Maybe even there will be a sort of because fashion is constantly changing. We're living in times now where what was particularly fashionable, a particular style of clothing, is good for now and then it changes later. So maybe there will be even a unique form of dress or something that's specifically Muslim, right, in these countries, but at the same time it has something that's local, culturally. In the same way that our masajid, our mosques in these countries shouldn't look like it was something that was imported from the Arab world and then put exactly the same way here in these countries. It should have something of the local architecture. Sowas die Definition von islamischer Kleidung, das ist alles, was dazugehört, nämlich diese zwei Punkte. Und Kleidung hat aber auch etwas mit Mode zu tun und Mode ist etwas, was sehr wandelbar ist.
heute ist etwas in, morgen ist es wieder out. Und vielleicht können wir Muslime auch etwas dazu beitragen, dass wir einen gewissen Trend setzen. Jedoch sollte es den Örtlichkeiten auch angepasst sein, so wie zum Beispiel auch die Bauten der Moscheen. Es sollte eigentlich so sein, dass wir nicht eine 1:1 Kopie Moschee aus irgendeinem arabischen oder einem muslimischen Land hier auch aufbauen, sondern der Bau oder die Architektur der Moschee sollte den Gegebenheiten, den vorhandenen Gegebenheiten hier vor Ort auch angepasst sein. Yani in the issue of masajid, the Prophet's mosque sallallahu alaihi wasallam did not look like any of the mosques, the big ones that we all wear, or the way it looks like today. Didn't resemble that in any way whatsoever. This was something that developed over centuries and even borrowed from other cultures. The dome that we see is not originally an Islamic thing. It was something that the Visigoths in Europe developed, the Byzantines, and then the Muslims sort of took it, and even the arches themselves were something that were found in Europe beforehand, and the Muslims sort of used that and you could say improved upon it and integrated it into their own architecture. Und so ist es eben auch mit den Moscheen. Die Moscheen, die wir heute kennen, sind nicht die gleichen oder haben überhaupt keinen Bezug zu der Moschee des Propheten, wie sie damals gebaut gewesen ist. Und die Moscheen, so wie wir sie heute kennen, sind eigentlich, oder was heißt eigentlich, sie sind eine Entwicklung, die stattgefunden hat im Laufe der Jahrhunderte, und viele Elemente, die wir haben, können gar nicht muslimisch bezeichnet werden, weil sie aus anderen Kulturen importiert worden sind und in der islamischen Kultur integriert wurden, wie zum Beispiel die Kuppel oder die Torbögen. Das sind Dinge, die von anderen genommen worden sind und weiterentwickelt wurden. I was even told by one of our ulama in America, Dr. Omar Farouk, he said that the modern suit that people wear actually has its origins in the Ottoman Empire. They had a similar type of top and lower garment or sirwal that's very similar to the suit that we have today. Und von einem Gelehrten hat er mitbekommen, dass die Anzüge, so wie sie heute angefertigt werden, ihren Ursprung im Osmanischen Reich hatten. Also das Oberteil und die Hose sind Dinge, die gar nicht europäisch sind, sondern eigentlich ursprünglich aus oder von den Osmanen stammen. And so, if you look at the way that even, let's say, clothing developed, something like what Sheikh Mahmoud is wearing, the burnus, the Moroccan cloak, is very similar to even what Christian monks in Spain were wearing at the time. So there was a cross-cultural development that happened between Islam and Christianity, or between Islam and Europe, that was going on back then. So don't think of it something that came out of a vacuum, is purely Islamic and had nothing to do with other trends in Europe. That's not the case. Und so ist eben die Kleidung oder die Art der Kleidung eine Entwicklung, so ähnlich wie das, was Sheikh Mahmoud anhat. Die marokkanische Jalabia hat eine große Ähnlichkeit mit dem, was die Mönche damals in Spanien angezogen haben. Und so ist im Grunde genommen diese Entwicklung, die da stattfindet, auch eine gegenseitige Befruchtung der verschiedenen Kulturen. And just as a last point, throughout the Muslim world, you'll find clothing that looks similar, but they're different. You know, the jilbab they wear in Sudan is different than the one they wear in Cairo. It's different than the one that they wear in Tunis. Even the embroidery that they have, there's certain unique things to each different place. So all of that's a culture. You know, Islam needs a culture by which to manifest itself, by which to be able to recognize it. And so, what does a German Muslim look like and dress like? That maybe hasn't been defined yet. It's something that still has to happen. And if we don't define it, or we start doing it now, right, then the later generations, instead of having something that's defined and Muslim to them, they may just assimilate within the society, and then they lose all sense of what it is to be Muslim to begin with. Und auch wenn es um die gleiche Kleidung geht, wenn wir zum Beispiel uns ein Jilbab, also ein Gewand angucken im Sudan, sieht anders aus als das, was in anderen Teilen der muslimischen Welt aussieht. Und so ist es im Grunde genommen eine Entwicklung, die den Zweck hat, dass man auch erkannt wird.
Und vielleicht ist die deutsche oder die deutsch-muslimische Kleidung noch nicht definiert. Vielleicht sind wir noch in einem Prozess, diese noch zu definieren. Und wir sollten vielleicht damit starten, um den nächsten Generationen vielleicht auch die Möglichkeit zu geben, dass sie etwas haben, anstatt sich komplett in der Kleidung zu assimilieren. Also dass sie diesen Wiedererkennungswert nicht mehr haben. So I've been told we have to stop. So نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه من طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وما أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجرنا من النار ومن خزي النار ومن كل عمل يقربنا إلى النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. وما فرج عن المسلمين في الشام وفي مصر وفي تونس وفي فلسطين وفي ليبيا وفي أفغانستان وفي العراق وفي سائر بلدان المسلمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.